Salve ragazzi e benvenuti bei Italian Mom. Heute dreht sich alles um eines der bekanntesten Gerichte Italiens. Wir kochen zusammen il Ragù alla Bolognese. Ich verrate euch mein Lieblingsrezept und was wir dafür benötigen, zeige ich euch jetzt. Erst kümmern wir uns um die Rinderschulter. Die schneiden wir in etwas kleinere Stücke, sodass sie in die Öffnung vom Fleischwolf passt. Wenn ihr keinen Fleischwolf habt oder euch die Mühe sparen wollt, könnt ihr auch Rinderhack nehmen. Aber schaut bitte beim Fleisch wie bei allen anderen Lebensmitteln auf die Qualität. Jetzt lassen wir alles durch die mittlere Scheibe und da habe ich einen kleinen Tipp für euch. Schiebt am Ende etwas von der Zwiebel nach, so verschwendet ihr nichts vom Fleisch und ihr spart euch eine Menge Arbeit und Zeit bei der Reinigung. Als nächstes widmen wir uns dem Pancetta und dem Gemüse. Wir schneiden alles in feine Würfel oder ihr bestellt meinen ultimativen magischen Gemüseschäler. Sobald der in den Verkauf geht, sage ich euch natürlich Bescheid. Okay, Spaß beiseite. Dann nehmen wir einen mittelgroßen Topf. Ihr könnt auch eine Pfanne oder einen Bräter nehmen, ganz wie ihr wollt. Ungefähr 1 Esslöffel Olivenöl und den Pancetta hinzugeben. Und dann den Pancetta bei mittlerer Hitze schön goldgelb und knusprig braten lassen. Zu dem goldgelb gebratenen Pancetta geben wir jetzt das Gemüse hinzu und lassen es noch einige Minuten mitrösten. Wenn das Gemüse Farbe genommen hat, ist es an der Zeit, das Hackfleisch dazu zu geben. Schaltet den Herd hoch und achtet darauf, es ständig zu rühren. So vermeidet ihr, dass sich größere Klumpen bilden und das Fleisch nimmt gleichmäßig Farbe an. Jetzt beginnt das Fleisch Farbe zu nehmen und wir löschen das Ganze nun mit dem Wein ab und lösen damit auch den Bratensatz. Und dann geben wir die passierten Tomaten hinzu. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon etwas von der Brühe dazugeben oder ganz zum Schluss, um die Konsistenz euren Wünschen anzupassen. Salz und Pfeffer nach Bedarf und zuletzt ein Lorbeerblatt. Und jetzt kommt nur noch der Deckel drauf und auf kleiner Stufe 2 bis 2,5 Stunden köcheln lassen. In der Zwischenzeit stelle ich einen Topf mit Wasser auf. Ich habe mich heute für Tagliatelle entschieden. Die werden in Italien auch traditionell zum Ragù gereicht. Ihr könnt aber jede Art von Nudeln nehmen. Um die Zeit zu überbrücken, in der eure Soße vor sich hinköchelt, könnt ihr euch 1 bis 2 Gläser Wein genehmigen, ein gutes Buch lesen, den Fleischwolf sauber machen oder die komplette Küche. Oder ihr geht auf meinen Instagram-Kanal und stimmt für das nächste Video ab.
So, jetzt hat das Ragout 2,5 Stunden geköchelt. Wir überprüfen jetzt, ob die Konsistenz genauso ist, wie wir sie uns vorgestellt haben und ob es natürlich auch schmeckt. Also riechen tut es schon mal mega lecker. Buonissimo. In der Zwischenzeit habe ich auch schon mal Wasser aufgestellt und jetzt sind die Nudeln dran. Die Nudeln sind al dente, jetzt gießen wir die Nudeln ab. So, Nudelwasser abgegossen, ein bisschen habe ich noch drin gelassen und jetzt gebe ich auch 1-2 Löffel von der Soße hinzu. Die Nudeln werden nicht abgeschreckt, es wird auch kein Öl dazu gegeben. Und zwar, damit die Nudeln nicht zusammenkleben, geben wir diese 1-2 Löffel Soße dazu. So, jetzt richten wir unseren Teller an. Jetzt geben wir noch die Soße hinzu. Und fertig ist unser Teller. Wobei, fertig ist er noch nicht. Ich habe jetzt hier einen Pecorino Romano. Ihr könnt natürlich auch Parmesan nehmen oder den Käse, den ihr mögt. Der ist halt sehr würzig, deswegen nehmen wir den. So, hoppala. Muss natürlich auch aufpassen, denn die Reiben sind immer sehr scharf. Und jetzt würde meine Tochter sagen, Mama, fertig. Oder jetzt fertig. Das sieht so lecker aus. Ich weiß, das sagen sie alle, aber das stimmt auch.